Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. Es ist noch früh am Morgen, als wir uns mit Marco Rose aus Offenbach treffen. Seit Mai nutzt er beinahe jede freie Minute vor oder nach der Arbeit, um an seinem Haus zu arbeiten. Es soll gedämmt werden und das macht der Familienvater selbst. Warum? Man muss Angebote akzeptieren, die sehr teuer sind. Und dann kann man halt auch überlegen, kann man vielleicht auch selbst ein Stück weit kommen. Ende Mai bestellt der Informatiker alle Materialien, die er benötigt. Darunter gut 200 Dämmplatten, viele Meter Holz. Er dämmt ausschließlich mit Naturmaterialien, das hätte ihm keine Firma in der Umgebung so gemacht. Aber woher kommt das handwerkliche Geschick? Ich habe meinen Vater mal bewundert, der hat viel gemacht, ich habe nie geholfen. Aber ich habe gesehen, dass alles geht. Wenn man einfach anfängt, die Sachen zu machen, man kann wirklich sehr viel schaffen. Und über die Jahre an dem Haus wurde sowieso schon viel abverlangt. Und das kann man unmöglich durch Einzelhandwerkereinsätze alles bezahlen. Und da habe ich mich natürlich ein Stück weit daran getastet und einige Fähigkeiten und auch Hemmungen abgelegt. Sein Haus in Offenbach ist 1911 gebaut. Bisher schlecht gedämmt. Im Winter musste die Familie mit 16 Grad auskommen. Das soll sich mit der neuen Konstruktion ändern. Heute verbaut der Holzfaser Dämmplatten. Bald soll alles fertig sein. In den Hohlraum zwischen Hausfassade und der Dämmwand werden in wenigen Tagen gut 50 Kubikmeter Holzfaserschwäne geblasen. Lediglich dafür und fürs Verputzen kommt eine Firma. Noch vor ein paar Wochen sah das Haus imposanter aus, als die Platten nicht angebracht waren. Der 49-Jährige wird immer wieder von Nachbarn angesprochen. Ich war natürlich hier oft auf dem Gerüst und es hielten immer wieder Radfahrer an. Auch die Nachbarschaft ist total interessiert und sagen alle, wie kann man sich das wagen, das anzugehen. Und natürlich hat das eine besondere Optik gehabt. Es ist ein bisschen schade, dass die jetzt verschwunden ist. Einen weiteren Vorteil bietet das Dämmen mit Holz, besonders in diesem Fall. Das Haus der Roses liegt in der Einflugschneise für den Frankfurter Flughafen und Holz dämmt den Schall hervorragend. Unterstützung bekam Marco Rose auch von Freunden und seinen beiden Kindern. Ganz allein geht's eben doch nicht. Sie haben ganz viele Arbeiten auch unterstützt. Sie haben insbesondere auch die vielen Platten immer wieder rangeholt, die dann auch in die 2. Etage mussten. Und das haben wir zu dritt gemacht. Und das war eine tolle Erfahrung. Und ja, ich glaube, Sie werden sich immer daran erinnern, dass Sie hier, mal schauen, wenn Sie hier wohnen, dass Sie hier selbst dran waren. Und auch wenn nicht immer alles glatt lief, Marco Rose ist stolz auf sein Projekt und vielleicht auch ein Vorbild für andere, manches selbst in die Hand zu nehmen. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 € gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt, einen großen Wertanstieg. Da 200.000 € gewonnen, da 300.000 € gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert. All I hear, go get the money.